Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Wir sind jetzt hier bei den Wickelbären und wir haben gerade schon einmal in den Schlafkasten reingeschaut. Die Kleinfamilie liegt da auch, also Mutter, Vater und das Kind. Und wir haben hier das Abendessen dabei oder eher Frühstück aus deren Sicht. Ein paar Weintrauben gab es auch gerade schon. Ist eine ziemlich volle Fruchtschale hier, wie man ja sieht. Ein bisschen Ei noch dabei und Kartoffel. Ein bisschen Gemüse auch und Salat. Es ist so, der Wickelbär ist ja tatsächlich das Säugetier, das nach den Flughunden am meisten auf Früchte spezialisiert ist. Die fressen ja fast nur Früchte. Und natürlich könnten wir denen das hier einfach in der Schüssel servieren und die kommen dann gleich, wenn sie aufstehen, die sind ja nachtaktiv, deswegen haben sie auch gerade so viel gegähnt, weil wir haben ja einmal ins Nest geguckt. Ist ja auch wichtig zwischendurch mal zu schauen, alles okay, geht es gerade dem Jungtier gut und so weiter, bevor wir jetzt gleich Feierabend machen. Und das werden wir aber gleich verteilen, weil wenn wir es nämlich einfach reinstellen, wäre es ein bisschen langweilig für die. Und deswegen haben wir hier verschiedene Tierbeschäftigungsgegenstände, also Enrichment-Gegenstände, wie hier zum Beispiel eine Kugel, wo man Futter reinpacken kann, wo ich es rausfummeln muss. Aber wenn wir noch ein bisschen weiter hier rüber gucken, haben wir hier diese Kugeln, die man mit Früchten befüllen kann. Und dann müssen die Wickelbären das da irgendwie rausfummeln. Und da kann man das auch ruhig ein bisschen schwierig mal irgendwo ein bisschen tiefer hängen oder sowas, weil Wickelbären, deswegen heißen die auch Wickelbären, haben ja die Möglichkeit mit ihrem Greifschwanz sich an so einem Ast festzuhalten, entwickeln die also hier rum zum Beispiel und können dann komplett freihändig, also Füße und Hände, alle Pfoten frei in der Luft, alle vier schwebend, sich halten mit dem Schwanz und dann zum Beispiel nach Früchten greifen. Und so ein Verhalten kann man natürlich auch gezielt im Zoo fördern, indem man das irgendwo aufhängt, wobei die sind auch nicht blöd. Zum Beispiel ist so eine Kugel mit einem Seil dran, da ziehen die einfach das Seil hoch und essen es dann ganz bequem auf dem Ast. Ne? Aber man muss sich da immer wieder ein bisschen was Neues in der Tierbeschäftigung ausdenken, damit den Tieren eben auch nicht langweilig wird. Und ich werde jetzt mal das Obst und Gemüse hier verteilen und vielleicht kommt ja auch gleich schon mal ein Wickelbär raus. Ja, und das ist natürlich jetzt so eine typische Futterbeschäftigung, die man quasi so eine Art Streufutter kreiert, also das Futter verteilt im Gehege, dass die Tiere sich viel bewegen müssen, laufen müssen, immer überall suchen müssen. Man kann natürlich aber auch noch herausfordernde Aufgaben machen, dass Tiere richtig was aufknacken müssen, irgendwas rausfummeln müssen und so. Hängt immer vom Individuum ab, manche haben da auch nicht so viel Lust drauf und man darf auch Tiere nicht zu sehr manchmal fordern, weil dann verlieren sie auch schnell und werden frustriert, also verlieren schnell die Lust daran. Rote Beete gibt es auch sehr beliebt. Rote Beete hat ja sehr viel Zucker, das schmeckt ja auch sehr gut. Die Wickelbären sind ja nachtaktiv, deswegen kann man die als Besucher auch eher nicht allzu gut beobachten, muss man schon ein bisschen Glück haben. Was die manchmal machen, die haben ja auch eine Außenanlage draußen. Wenn die Sonne scheint, legen die sich gerne in die Sonne, wandern auch immer so richtig mit der Sonne. Das heißt, morgens schlafen die da, die Sonne wandert rüber, dann liegen sie irgendwann auf der anderen Seite. Wir machen ja aber auch Abend- und Nachtführungen hier. Das ist natürlich auch da immer eine super Möglichkeit, die nachtaktiven Tiere bei uns im Zoo zu beobachten, wie zum Beispiel eben Wickelbär, wie die Zwergplumpuris, Hafenroller, Binturong, Stachelschweine und so weiter. Und dann kann man diese Tiere auch mal eben in deren Aktivitätsbereich
Phase beobachten. Wie wir gerade im Video gesehen haben, Wickelbeeren haben ja eine sehr lange Zunge. Wenn die gähnen, kann man das schön sehen, wie weit die rauskommt. Und die Zunge nutzen die einerseits, um zum Beispiel Nektar aus Blüten rauszuschlecken, aber andererseits auch, um Honig zu stibitzen. Deswegen heißen die ja übrigens im Deutschen auch Honigbeeren. Also man kennt ihn als Wickelbeeren und als Honigbeeren, weil die können diese lange, dünne Zunge durch die Einzuglöcher von Bienen in so ein Bienennest hineinstecken und damit die Waben zertrümmern, bis der Honig rausplatzt und dann den Honig aufschlecken. Und das ist eigentlich deren absolutes Lieblingsessen, Honig. Gibt es hier natürlich auch manchmal, nicht jeden Tag, aber ab und zu mal. Und vor allem, wenn wir mal vielleicht ein Medikament verabreichen müssen oder so, kann man das natürlich super über sowas machen. Wobei die auch zum Beispiel sehr gut, wie wir ja gerade gesehen haben, Weintrauben fressen. Wir versuchen auch eigentlich immer die meisten Tiere daran zu gewöhnen, von uns direkt aus der Hand gefüttert zu werden, weil das hat ja ganz praktische Vorteile. Man kann eben zum Beispiel Medikamente gezielt an einzelne Tiere verabreichen, ohne dass man da irgendwie tricksen muss. Man kann einmal kurz gucken, gerade bei den nachtaktiven Tieren, jeder zeigt sich einmal kurz, okay, alles okay, der kriegt eine Weintraube. Wir haben hier gesehen, beim Papa und beim Kind bräuchte man da mal ein bisschen mehr Zeit. Die sind da sehr schüchtern, vor allem wenn eine unbekannte Situation ist, wenn noch Leute dabei sind, die ihn nicht kennen. Die Mutter ist da nicht ganz so kontaktscheu. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.